Ich heiße Martin und ich mache eigentlich im Großen und Ganzen Design und Gestaltung. Wir haben eine Galerie in Oberbilk und ich komme aber eigentlich aus dem klassischen Möbelbau oder aus der klassischen Fotografie. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Sachen schön machen. Das ist das, was ich tue. Und das entweder selber oder halt in fremde Hände legen und den Leuten sagen, mach es mir schön. Also ich selbst hatte die Idee ja nicht, sondern Typo 3 hatte die Idee und hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich als Düsseldorfer Gestalter, Designer versuchen kann, einen Entwurf, den es von Typo 3 gab, umzusetzen in Realität und ob ich da Ideen hätte. Und so sind wir dann da zusammen. Also es gab tatsächlich klare Vorgaben, was an Material benutzt werden sollte. Und da mussten wir erstmal ausgehen von Holz, Plexiglas, Stein. Und das Spannende war, diese verschiedenen Materialien zu kombinieren und das auch eigentlich möglich zu machen. Und das war Forschung. Herausforderungen gab es diverse. Es war einmal die Problematik, was ein Stein, welcher Stein wird benutzt. Die Herausforderung ist ja immer, ein Entwurf in ein Produkt umzusetzen. Für mich war es halt so, dass ich jemanden finden musste, der den Stein so bearbeitet, den Stein so hat, wie wir uns den vorstellen. Und das alles im Bereich Düsseldorf, das alles mit lokalen Handwerksunternehmen. Der Produktionsprozess ist ja erstmal, wir gehen in die Planung, gucken, dass wir das irgendwie in eine Richtung bringen, dass wir ein fertiges Demo haben, was dann produziert wird. Und dann gibt es intern, wie in jeder Agentur, Abstimmungsgeschichten, wo die eine oder andere Überraschung auf einen wartet. Das geht nochmal einen Monat. Und da kommt man nachher vielleicht auf eine Produktionszeit mit nachher einer Herstellung von Entwurf bis zum fertigen Produkt von 4 bis 5 Monaten. Also man muss sich das einfach so vorstellen, dass das ein modulares Design ist. Jedes kleine Teil von diesem Award hat halt 3, 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das Holz zum Beispiel, gibt es ein glattes Holz, gibt es ein Holz mit einer offenen Pore, gibt es ein hartes Holz, gibt es ein weiches Holz. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man es lackieren will, dass man das nachher wirklich so zusammensetzt, dass man ein homogenes, schönes Bild, wie der Kunde sich das dann einfach vorstellt, gestalten kann und damit dann nachher alle zufrieden sind. Und ich glaube, die 3 Sachen, die ich da vorgeschlagen habe, hinter jedem von denen stehe ich dann. Also das Schöne an dem Material ist, abgesehen von diesen Muscheleinschlüssen, dann das Oberflächenfinish. Da kann man wirklich von sehr rau, sägerau bis matt geschliffen, Seidenmatt nennen wir das, bis zu hochglanzpoliert, das ist dann wirklich tiefschwarz, alles erarbeiten. Und das wirklich Coole ist eigentlich, wenn dieser Stein einige Kohleadern drin hat. Warum? Weil diese Kohleadern in der Bearbeitung herausgewaschen werden. Und der bekommt dann so einen schönen, ja, so eine Haptik. Die ist dann nicht mehr ganz glatt, sondern ausgewaschen. Das kann man schwer beschreiben. Und das macht den Stein dann wirklich einzigartig. Wir setzen sehr gerne auf lokale Arbeit. Das heißt, wir möchten uns den Stein angucken. Wir arbeiten gern für lokale Firmen und für lokale Kunden. Deswegen freuen wir uns, für Typo 3 arbeiten zu dürfen, weil wir alle Düsseldorfer sind. Und warum soll man sowas im Ausland fertigen, wenn man das auch hier made in Düsseldorf machen kann? Ich bin Jenny von der Narcos Wärmetechnik aus Düsseldorf. Uns gibt es seit über 25 Jahren. Für uns war es wichtig, dass wir so perfekt wie möglich die Farbe von dem Druck zum Sockel bekommen. Schwer war für uns die filigranen Arbeiten, die hier unten im unteren Bereich stattgefunden haben, dass wir die wirklich perfekt irgendwie umsetzen können, weil die Schrift ist sehr fein und trotzdem soll es lesbar sein. Schön ist es natürlich, dass wir halt die ganze Arbeit hier hinter Plexi machen konnten, was es nochmal irgendwie ein bisschen ästhetischer macht und hochwertiger aussehen lässt. Am Ende von der Umsetzung war es super, weil auch die Oberfläche halt einfach perfekt war, um da irgendwie kleben zu können. Und herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die gewonnen haben und seid euch sicher, ihr habt ein komplett individuelles Produkt in den Händen. Jeder Stein ist anders, jedes Holz ist anders. Ich habe es mit Liebe gemacht, mit Liebe zusammengesetzt. Genau so, wie ihr eure Arbeit mit Liebe macht und für die ihr dann auch sehr wahrscheinlich den Preis verdient habt. Danke.